Hallo und willkommen bei Niki at Home. Heute zeige ich euch, wie ihr diese Biskuitrolle mit Herzchen für den Valentinstag ganz einfach selber machen könnt. Wir legen los mit dem Teig, den wir einfärben und mit dem wir dann später die Herzchen malen. Dafür benötigt ihr Mehl, Zucker, Eier und Butter und natürlich eure Lebensmittelfarben. Ich habe mich für Pink, Rosa, Rot und Weiß entschieden. Der Teig ist echt super simpel und total schnell gemacht. Als erstes könnt ihr eure Butter schmelzen. Anschließend trennt ihr die 2 Eier, denn wir brauchen nur das Eiweiß für dieses Rezept. Den Link für das Rezept zum Ausdrucken findet ihr wie immer unten in der Infobox. Als erstes gebt ihr Mehl und Zucker in eine kleine Schüssel. Der Teig ist so simpel, den könnt ihr einfach in der Schüssel mit einem Spachtel anrühren. Ich vermische hier nur das Mehl mit dem Zucker ein bisschen mit dem Schneebesen. Dann könnt ihr schon das Eiweiß dazu schütten und mit dem Schneebesen lässt sich es nicht so gut verrühren. Deshalb wechsle ich auf einen kleinen Kochspachtel und mit dem kann man das ganz gut verrühren. Geht ganz schnell, einfach nur bis alles gut vermischt ist. Dann könnt ihr schon eure geschmolzene Butter dazu gießen und dann wieder alles gut verrühren. Ich gebe zum ganzen Teig jetzt weiße Lebensmittelfarbe dazu, einfach weil dann alle Farben viel schöner rauskommen und ich ja sowieso einen Teil in Weiß brauche. Man sieht, wie schnell die Farbe sich verändert. Ich habe aber noch einen zweiten und einen dritten Spritzer Weiß benutzt, um die Farbe zu erzielen. Hier habe ich euch mal die beiden nebeneinander gezeigt. Da sieht man, wie viel Unterschied das macht, wenn man weiße Farbe zum Teig dazu gibt. Jetzt kannst du deinen Teig in 3 Teile aufteilen und dann mit der Lebensmittelfarbe einfärben. Den ersten Teig habe ich mit Hot Pink von Caramel eingefärbt. Ich habe so 2 Spritzer gebraucht, um dieses schöne Pink zu erzielen. Den Teig füllt ihr dann in kleine Spritzbeutel und den pinken Teig, den habe ich mit der Wilton-Spitze Nummer 2 bestückt. Die anderen habe ich einfach nur so abgeschnitten, das geht auch. Eigentlich braucht ihr gar keine Tülle. Wobei, wenn ihr eine Tülle habt, dann benutzt sie besser für den weißen Teig, weil das sind ja die kleinsten Herzchen, das hätte mehr Sinn gemacht. Ich stülpe mir meine Beutelchen immer über eine Tasse, dann lässt sich das leichter befüllen und der Rand ist umgeschlagen und kann nicht verschmieren. Dass der Teig hinten nicht aus dem Beutel laufen kann, mache ich immer so eine kleine Klemme dran. Für den roten Teig habe ich Rot von Wilton benutzt. Das sind die Farben auf Wasserbasis und die färben den Teig auch wunderbar ein. Dass der Teig die schöne rote intensive Farbe bekommt, habe ich 2 volle Zahnstocher Farbe reingegeben. Bei dem roten und bei dem weißen Teig habe ich keine Spritztülle benutzt. Es hat aber trotzdem gut geklappt. Es ist immer ganz hilfreich, wenn man den Teig so ein bisschen nach vorne streift und dann erst verschließt, weil dann quetscht hinten nichts raus. Anschließend nehmt ihr euch einfach ein Stück Backpapier
Backpapier, das ihr an den Ecken einschneidet, dass es schön unten auf dem Boden liegen kann. Jetzt könnt ihr euch die kostenlose Herzchenvorlage ausdrucken. Den Link, den findet ihr unten in der Infobox. Oder ihr könnt natürlich auch irgendein Motiv nehmen, das ist euch freigelassen. Ihr könntet da drauf malen, was ihr möchtet. Großes Herz oder mehrere große Herzen, wie ihr das wollt. Ja, und die druckt ihr aus, legt sie unter das Backpapier und schaut, dass sie so positioniert ist, dass sie so 5 bis 7 cm vom linken Rand vom Backblech entfernt ist. Einfach, weil wir später die Rolle aufrollen und das Motiv oben sein soll. Dass das Backpapier nicht verrutscht, wenn ich die Herzchen drauf male, habe ich ein bisschen von dem Teig genommen und in die Ecken unter das Backpapier geschmiert. Dann klebt es ein bisschen besser und haftet an dem Blech. Aber ein bisschen später zeige ich euch wie es einfacher geht, habe ich dann später gemerkt. Angefangen habe ich mit den weißen Herzchen, die habe ich euch mit so einem schwarzen Rand markiert. Dazu nehmt ihr einfach euren weißen Teig in dem Tütchen, verdreht es hinten, wickelt es um euren Zeigefinger und dann schneidet ihr vorne ein ganz kleines Stück von der Tüte ab. Natürlich nur ein ganz kleines Stück, weil die weißen Herzchen sind ja die kleinsten und da braucht ihr auch das kleinste Loch für. Ich habe es anfangs einfach so gemalt aus einer Richtung und dann habe ich aber gemerkt, es ist viel einfacher, wenn man das Blech in eine Richtung hält und erst die eine Seite vom Herzchen macht. Und da habe ich dann alle Herzchen gemacht und dann habe ich das Blech gedreht und dann von der anderen Seite die andere Hälfte vom Herzchen gemalt. Ich fand, das war die einfachste Methode und ihr könnt es ja mal probieren und mir schreiben, was euch am einfachsten gefallen ist. Ich habe so kleine Sachen noch korrigiert, einfach mit einem Zahnstocher, das ging auch richtig gut, aber später habe ich gemerkt, das braucht man gar nicht. Also macht euch nicht die Mühe, das zu korrigieren, weil später im Teig, das geht unter, das sieht man überhaupt nicht, wenn da so kleine Fehlerchen sind. Anschließend habe ich die roten großen Herzchen aufgemalt und dazu habe ich wieder vorne an der Spritztüte ein bisschen was abgeschnitten und lieber mal ein bisschen kleiner anfangen und dann nochmal später was abschneiden, wenn nicht genug rauskommt. Und von der Technik habe ich es genauso wieder gemacht wie bei den weißen Herzen. Erst die eine Seite und dann die andere Seite der Herzen und die musste ich auch innen ausfüllen, weil der Rand einfach nicht breit genug war, um das komplette Herz damit zu bedecken. Ihr merkt schon, wenn nicht mehr genug Druck auf dem Teig ist, dann müsst ihr einfach oben nochmal weiter drehen und so schiebt ihr den Teig weiter nach unten und dann habt ihr wieder genug Druck auf der Tüte, um weiter zu malen. Falls dir mein heutiges Video gut gefällt, freue ich mich über nichts mehr als über einen Daumen hoch oder ein Abo, das du mir da lässt. Damit hilfst du meinem Kanal weiter zu wachsen, weil mich so einfach mehr Leute finden. Ich sage im Voraus schon mal vielen Dank. Die pinken Herzchen, da hatte ich ja dann die Tülle drauf, das ging auch gut, aber ich habe mich auch für die gleiche Technik wieder entschieden. Eine Hälfte und dann die andere Hälfte, das hat einfach am besten funktioniert. Was mir geholfen hat, nicht so wackelig zu sein, mit der ganzen Sache so in der Luft schwebend über den anderen Herzen, war die linke Hand mit an die Tüte zu legen. Das hat alles stabilisiert und es mir erleichtert, klarere Linien zu malen. Also vielleicht wollt ihr das mal ausprobieren. Ich habe noch kleine pinke Pünktchen dazwischen gemacht, aber ehrlich, das braucht ihr auch nicht machen. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, aber die sieht man fast nicht. Also das könnt ihr euch auch sparen. Wenn euer kleines Kunstwerk fertig ist, müsst ihr es für 15 Minuten in den Gefrierschrank stellen. Falls das ganze Backblech nicht reingeht, könnt ihr das Backpapier einfach auch abnehmen und auf einem kleinen Holzbrett in den Gefrierschrank stellen. Als nächstes kommt die Zubereitung für euren Biskuitboden und dazu braucht ihr die folgenden Zutaten: 4 Eier, Mehl, Stärkemehl, Backpulver, Vanille, Zucker und pinke Lebensmittelfarbe. In der Zeit, wo wir den Teig zubereiten, kann der Backofen schon mal bei 175 Grad Umluft vorheizen.
Als erstes trennt ihr eure Eier. Ich mache das meistens mit der Hand, da geht es am besten und es geht am wenigsten kaputt. Praktisch ist auch, wenn ihr es gleich in 2 Rührschüsseln füllt, dann könnt ihr die gleich zum Verrühren benutzen. Anschließend gebt ihr euren Zucker und das Vanillearoma dazu. Jetzt müsst ihr alles mit einem Schneebesen schaumig rühren. Entweder ihr macht es mit einem Handrührgerät oder mit einem Standmixer. Sobald alles ein bisschen verrührt ist, gebt ihr die 2 Esslöffel heißes Wasser dazu. Und dann einfach so lange auf einer hohen Stufe weiterschlagen, bis der Schaum ganz hell wird, viel heller als am Anfang. Am Anfang ist er so gelblich und zum Schluss wird er ganz schaumig und hell und cremig. Dazu gebt ihr dann euer Mehl und das Stärkemehl. Das müsst ihr dann nur ganz kurz verrühren. Ich mache das immer am liebsten mit dem Schneebesen, aber natürlich geht es auch mit einem Löffel. Und dann siebt ihr es kurz durch zu eurem Eischaum dazu. Das Durchsieben ist ein wichtiger Schritt, also lasst ihn nicht weg, weil beim Biskuitboden muss ja alles locker und leicht und fluffig sein. Von daher müsst ihr das Mehl durchsieben, dass es sich schnell im Teig auflösen kann. Das Mehl könnt ihr dann anschließend mit dem Teigschaber vorsichtig unterheben und nur so lange, bis alles gut vermischt ist. Jetzt müsst ihr euren Schneebesenaufsatz nur kurz reinigen und dann könnt ihr schon euer Eiweiß steif schlagen. Dazu kommt noch eine kleine Prise Salz. Und dann gebt ihr eure Lebensmittelfarbe dazu. Ich habe mich für Pink entschieden, wollte es aber nur so zartrosa einfärben, dass einfach die schönen pinken und rosa Herzchen gut zur Geltung kommen. Und an der Stelle habe ich einen riesen Fehler gemacht, den ich euch unbedingt erzählen muss, dass er euch nicht auch passiert. Ich habe nämlich eine Farbe, die ölbasiert ist, genommen und Eischnee und Öl, das passt überhaupt nicht zusammen. Mir ist der ganze Eischnee zusammengerutscht. Ihr dürft also nur die wasserbasierten Farben nehmen, wie beispielsweise hier die auf der linken Seite von Wilton. Anschließend gebt ihr ein bisschen Eischnee in euren Eigelbteig mit dem Zucker und verrührt es mit dem Spachtel. Und dann könnt ihr den restlichen Eischnee dazugeben und alles gleichmäßig verrühren. Nicht zu sehr, dass die Luft noch drinne bleibt. Und dann könnt ihr euer Backblech aus dem Gefrierschrank nehmen mit den Herzchen und euren Teig oben drauf schütten. Ich habe das dann trotzdem so weiter benutzt und wundert euch nicht, wenn das jetzt alles so ein bisschen soßig ist. Ich war aber überrascht, wie gut der Kuchen trotzdem noch geworden ist. Aber ihr macht es natürlich richtig mit einer wasserbasierten Farbe und dann wird der Teig wunderbar fluffig und wird natürlich auch viel höher als meiner geworden ist. Jetzt müsst ihr den Teig nur noch gleichmäßig verteilen und ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht, wenn der Teig richtig gut geworden ist. Ich hatte nämlich noch ein Blech in Türkis eingefärbt, da habe ich so eine Schrift Love versucht und das hat aber nicht gehalten. Die Schrift war einfach zu fein und als ich dann das Backpapier später nach dem Backen abgezogen habe, ist die Schrift leider hängen geblieben. Also das war eine zweite Vorlage, die ich euch eigentlich geben wollte, aber das geht nicht. Die Motive müssen einfach ein bisschen größer sein, sonst ist es zu fiddelig und das Backpapier reißt es dann ab. Das wäre schade. Aber zumindest seht ihr, wie der Teig aussieht und sich verstreichen lässt, wenn er gut geworden ist. Achtet aber auf jeden Fall darauf, dass eure Schrift 15 Minuten im Gefrierschrank ist, weil wenn sie nicht gefroren ist, dann könnt ihr es vielleicht beim Glattstreichen verschmieren und es wäre schade nach all der Arbeit, die ihr euch gemacht habt. Aber dafür habe ich noch einen Tipp für euch. Ich habe nämlich bei dem zweiten Blech mit der Schrift Love festgestellt, dass der Teig ist so stabil, mit dem man die Farben aufträgt. Das könnt ihr gut auf eurer Arbeitsfläche machen und dann vielleicht mit einer Unterlage in den Gefrierschrank transportieren. Aber da passiert gar nichts und da müsst ihr nicht auf dem Backblech mit dem hohen Rand da rummalen. Und das ist einfach einfacher mit einer flachen Unterlage. Wichtig ist auch noch, dass ihr das Backblech, bevor es in den Ofen kommt, zweimal kurz aufschlagt. Der Biskuitteig muss jetzt für 12 Minuten bei 175 Grad Umluft in den Ofen.
Während der Teig im Backofen ist, kannst du dir ein Kuchengitter nehmen und das mit Klarsichtfolie bedecken. Wenn euer Biskuitboden dann aus dem Ofen kommt, könnt ihr das Gitter mit der Folie einfach oben drauf legen und den Kuchen wenden. Danach kannst du das Backpapier an den Seiten ein bisschen lösen und dann das Backpapier abziehen. Und das ist echt so ein Erfolgserlebnis, wenn man das abzieht. Und schaut mal, wie schön die Herzen geworden sind. Die Seite mit den Herzchen, die deckt ihr jetzt auch mit Klarsichtfolie ab. Danach müsst ihr den Teig nur noch einmal wenden und dann von der Seite, auf der nicht die Herzchen sind, langsam einrollen. Ganz vorsichtig und nicht zu eng, dass nichts bricht und auf jeden Fall, solange der Teig noch schön warm ist. Weil wenn der Teig erstmal erkaltet ist, dann ist es total schwer, die Rolle zu machen, ohne dass es bricht. Normalerweise legt man das ja auf ein feuchtes Handtuch mit Zucker, aber das können wir ja nicht machen, weil wir wollen ja die schönen Herzen nicht ruinieren. Von daher mit den Seiten, mit dem Plastik hat es echt super funktioniert. Ja, jetzt ist eure Rolle mit dem Biskuitboden gut abgekühlt und jetzt können wir die Füllung machen. Und dazu braucht ihr Gefrorene Himbeeren, Puderzucker, frische Himbeeren, Himbeermarmelade, Sahne und ein bisschen geheime Zutat. die gefrorenen Himbeeren, die gebt ihr einfach in eine Schüssel. Die pürieren wir nämlich später. Die braucht ihr gar nicht auftauen, die könnt ihr direkt einfach so in die Pürieschale tun. Und dann eure kalte Sahne. Jetzt kommt schon die geheime Zutat und die ist nämlich einen halben Teelöffel Maisstärke. Die geben wir jetzt dazu. Und dazu kommt der Puderzucker. Der löst sich einfach besser in der Sahne auf. Und jetzt mein Geheimtrick für besonders steife Sahne. Ihr macht es einfach mit eurem Pürierstab. Ihr könnt es natürlich auch mit einem ganz normalen Rührgerät machen. Es geht genauso gut. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, es geht besser. Ich mag nämlich keinen Sahnesteif und mit der Methode, finde ich, wird die Sahne einfach ein bisschen stabiler. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber ich habe es irgendwo mal gesehen und seitdem mache ich das so. Aber wirklich nur am Anfang, bis ihr so ein bisschen eine cremige Konsistenz habt, weil mit dem Pürierstab wird es auch ganz schnell zu Butter. Den Pürierstab könnt ihr anschließend direkt benutzen, um die gefrorenen Himbeeren zu pürieren. Und die Kälte von den Himbeeren ist perfekt für die Sahne und stabilisiert die noch mehr. Die pürierten Himbeeren kommen dann zur restlichen Sahne dazu. Dann könnt ihr alles noch mal ganz kurz durchpürieren, dass alles verteilt ist und keine kleinen Himbeerstückchen mehr drin sind. Anschließend würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall auf den Schneebesen wieder umzusteigen, weil man da ein bisschen besser absehen kann, wann die Sahne ganz steif geschlagen ist. Jetzt könnt ihr eure Rolle langsam wieder öffnen und die Folie abziehen. Und das Tolle ist, wenn man die Folie verwendet, das dachte ich gar nicht, dann muss man gar nichts mehr irgendwie am Teig abschaben, wenn da ein bisschen härtere Stellen sind, sondern die gehen direkt ab mit der Folie. Also dieser braune Belag, der manchmal so vom Backen ist, weil das Blech natürlich ein bisschen heißer ist, der kommt komplett mit runter, weil der an der Folie hängen bleibt. Das ist echt klasse.
Jetzt nehmt ihr euch einfach eine leckere Himbeermarmelade, die ihr gerne mögt, und streicht es einfach auf den Boden drauf. Ihr braucht die gar nicht warm zu machen, die ist ja so weich, selbst aus dem Kühlschrank raus ist Marmelade so weich. Die könnt ihr einfach schön verteilen, überall eine ganz dünne Schicht. So dringt nämlich die Sahne nicht zu sehr in eure Biskuitboden ein und es gibt noch so einen schönen sauren Geschmack und natürlich nochmal himbeerig. Schaut auch, dass ihr schön bis zum Rand geht, dass es da auch schön saftig ist. Jetzt kommt dann schon eure Himbeersahne oben drauf und die könnt ihr einfach gut verteilen. Ich muss sagen, die 400 Milliliter waren ein bisschen zu viel. Ich glaube, 350 würden da gut reichen. In die Rundung könnt ihr ein bisschen mehr streichen, einfach, dass ihr da mehr Füllung habt und das im Inneren runder wird und dann nach außen hin zum Ende hin weniger. Zum Schluss kommen nur noch die frischen Himbeeren drauf. Einfach das, was Frisches noch in der Rolle ist. Es ist immer lecker, wenn man zwischen der Sahne so kleine frische Früchtchen hat. Und im letzten Schritt könnt ihr die Rolle endlich aufrollen. Ganz vorsichtig, ich habe so an der Folie gezogen, dann hat man nicht zu viel Druck auf der Rolle. Und ja, dann ist eure Himbeerrolle mit den Herzchen schon fertig. Jetzt muss sie noch mal eine Stunde in den Kühlschrank, einfach um gut durchzuziehen und dass die Sahne schön kalt wird. Dazu lasst ihr am besten die Folie dran, so könnt ihr es schön eng einwickeln, dass sie Form behält und sie so in den Kühlschrank reinlegen. Und wenn sie dann gut durchgezogen und kalt ist, dann könnt ihr sie rausholen und auspacken. Die Rolle hat richtig gut ihre Form gehalten. Ich habe sie serviert auf so einer erhöhten Kuchenplatte und noch ein paar Schokoladenherzchen außenrum dekoriert. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Freude gebracht, diese Rolle zu machen. Und es mit den Herzchen hat so toll geklappt und es ist so schön geworden. Also es hat mich total begeistert und es wird bestimmt nicht mein letztes Video sein, in dem ich irgendwelche Muster in Kuchen male. Ich hoffe, ich konnte euch wieder inspirieren, mal was Neues auszuprobieren und sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. XOXO, eure Niki.